Fürs Eigenheim kannst du deine dritte Säule vorbeziehen oder verpfänden. Im heutigen Coffee Break gehe ich auf den Unterschied von den beiden Varianten ein, die du kennen solltest. Mein Name ist Felix Niederer, ich bin CEO und Gründer von TrueWealth. Wer in seinen eigenen vier Wänden leben will, muss mindestens 20% vom Kaufpreis als Eigenmittel auf den Tisch legen. Mit der Hypothek kannst du maximal 80% finanzieren. Banken wollen für die Hälfte von diesen 20% harte Eigenmittel sehen, also Kontoguthaben oder vorbezogene 3-Jahr-Gelder. Für die andere Hälfte kannst du zum Beispiel PK-Gelder vorbeziehen oder, was weniger bekannt ist, man kann mit seinen Säule 3 Jahren investiert bleiben und das Depot verpfänden. Was heisst das konkret? Man bleibt in den Wertschriften investiert und profitiert unverändert vom Renditepotenzial von Aktien und damit vom Zinseszinseffekt. Außerdem muss die Kapitalleistungssteuer noch nicht zahlen, weil man sich ja nichts auszahlen lässt und kein Geld fließt. Aber zur Erinnerung, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Tönt verlockend, aber gibt es auch einen Nachteil bei der Verpfändung? Ja, die gibt es. Bei der Verpfändung ist die Hypothek grösser als beim Vorbezug, was wiederum zu höheren Hypothekarzinsen führt. Man muss also noch sicherer sein, die Hypothek auch im Fall von einem Zinsanstieg zu bedienen. Dafür hat es steuerliche Vorteile. Einerseits schmälert die höhere Hypothek dein steuerbare Vermögen und andererseits kannst du die höheren Schuldzinsen von den Steuern abziehen. Zumindest, solange es den Eigenmietwert noch gibt. Ich möchte aber auch erwähnen, dass nicht alle Banken ein Aktienportfolio zum vollen Portfoliowert belehnen werden. Wenn du zum Beispiel 200'000 Franken in deinem 3-Jahr-Depot hast, wird die Bank das wahrscheinlich nur zu einem kalkulatorischen Wert von 100'000 Franken als Sicherheit nehmen. Aber das ist auch gut so und schützt dich vor dem Margin Call, wenn es mal wieder ein bisschen rebelt an der Börse. Was aber wissen musst, eine Verpfändung fühlt sich vielleicht weniger riskant an als der Vorbezug für die Finanzierung von deiner Immobilie. Aber die Bank wird das verpfändete Portfolio verwerten, falls deine finanziellen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen kannst. Die Wahl zwischen der Verpfändung und vorzeitiger Liquidation von einem 3-Jahr-Portfolio hängt also von der individuellen finanziellen Situation, Risikobereitschaft und Steuerfaktoren ab. Bei TrueWealth lassen wir das unsere Kunden entscheiden und erlauben sowohl die Verpfändung als auch den Vorbezug im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten. Ist das Thema Liquidation versus Verpfändung von deinem 3-Jahr-Portfolio gerade aktuell bei dir? Wir bieten dir gerne ein halbstündiges Gespräch mit einem von unseren Finanzplanern an. Wenn dich das interessiert, schreib mir ein Mail auf felix@truewealth.ch. Bis zum nächsten Mal.